SASE First für den modernen Arbeitsplatz. So geht's. Unternehmen profitieren von einer SASE First Mentalität und sollten daher ihre alten Implementierungen in den Ruhestand schicken. Gerade im Hinblick auf den modernen Arbeitsplatz von heute und morgen ist SASE unverzichtbar. Im Laufe der letzten beiden Jahre haben Firmen Hunderttausende neue Jobs geschaffen, von denen eine Vielzahl Remote-Arbeitsplätze sind und bleiben werden. Denn die meisten Unternehmen haben inzwischen die Vorteile der Hybridarbeit erkannt. Sie erhöhen das Engagement und die Effizienz ihrer Mitarbeiter. Bei vielen Organisationen werden die Teams auch nicht mehr 5 Tage pro Woche im Büro zusammenarbeiten, sondern ein hybrides Modell verfolgen, das eine Kombination aus Remote Work, Homeoffice und Arbeit im Büro sein wird. Unternehmen stehen also vor der Herausforderung, unterschiedliche Netzwerke zu verwalten, zu denen die kontinuierlich neue Remote-Verbindungspunkte durch Mitarbeiter im Homeoffice hinzukommen. Organisationen müssen ihre Security somit neu überdenken, um der zunehmenden globalen Konnektivität gerecht zu werden. Gleichzeitig sollten ihre Teams weiterhin effizient und möglichst komfortabel arbeiten können. In einer solchen hybriden Arbeitsumgebung ist die Security-Strategie des Unternehmens enorm wichtig. Und Security Access Service Edge, SASE, ist der Schlüssel dazu. Eine SASE-First-Mentalität ist für einen modernen Arbeitsplatz notwendig. Gleichzeitig gilt es aber auch, das Netzwerk selbst zu schützen, und zwar unabhängig davon, wo sich ein Mitarbeiter befindet. Gartner-Analysten prognostizieren, dass bis 2024 mindestens 40% der Unternehmen Strategien zur SASE-Einführung entwickelt haben werden. Die SASE-Architektur schützt alle Verbindungspunkte. Wenn sich also ein Mitarbeiter von einem entfernten Standort aus anmeldet, wird jedes Mal ein neuer Verbindungspunkt geschaffen. Für große Unternehmen kann dies bedeuten, dass täglich Tausende neuer Verbindungspunkte gleichzeitig erstellt werden, einschließlich IoT-Geräte. Wenn das Security-Team nicht in der Lage ist, diese neuen Verbindungen gebündelt zu kontrollieren, stellt dies ein erhebliches Risiko für das Unternehmen dar. Denn jeder dieser nicht überwachten Punkte ist ein Angriffsvektor, der als Einfallspforte dienen und Cyberkriminellen Zugriff auf das Netzwerk geben kann. In einer Hybrid-Umgebung ist es für IT-Teams jedoch fast unmöglich, alle Verbindungspunkte rund um die Uhr manuell zu verwalten. Mit einer SASE-Architektur hingegen wird die Verwaltungsebene über einen einzigen sicheren Cloud-Verbindungspunkt zentralisiert. Anstatt jeden Punkt einzeln zu genehmigen, muss sich das IT-Team nur um die Verwaltung des Cloud-Kontrollpunkts kümmern, an dem alle einzelnen Punkte zusammenlaufen. Die Verlagerung von Rechenzentrumsumgebungen und Anwendungen in die Cloud ermöglicht es der SASE-Architektur, den sicheren Zugriff auf diese zu automatisieren und zu modernisieren. SASE verhindert nahtlos Bedrohungen auf dem Weg der Daten vom Endpunkt durch die Cloud-Pipeline. Unabhängig von der Art der angeforderten Daten müssen diese sichere Web-Gateways, SWGs, Cloud Access Security Broker, CASB, Firewalls und vertrauensfreie, also Zero Trust Netzwerkprozesse durchlaufen, bevor sie abgerufen werden können. Unabhängig davon, wo und wie viele Verbindungspunkte geschaffen werden, kontrolliert das mit SASE ausgestattete Netzwerk den Zugriff. Es prüft außerdem den Datenverkehr auf Angriffe im großen Umfang, und zwar ohne mühsam und zeitaufwendige manuelle Überwachung. Sicherheit steht an erster Stelle. Es gibt viele Überlegungen, die Unternehmen bei der Auswahl ihrer Netzwerklösungen und Architekturen bedenken müssen. Die Sicherheit sollte jedoch bei der Entscheidung für eine neue Netzwerklösung immer an erster Stelle stehen, insbesondere angesichts der jüngsten Zunahme von Cyberangriffen. Denn wenn Security nur als Zusatzfunktion und nicht als integriertes Merkmal angesehen wird, entstehen Sicherheitslücken. Da SASE in der Cloud betrieben wird, entfallen die mit herkömmlicher Hardware verbundenen Kosten. Die Wartung des Netzwerks lässt sich virtuell und in Realtime durchführen. Darüber hinaus ermöglicht die intuitive SASE-Infrastruktur die Erkennung und Kategorisierung von Datenverkehr, der von außerhalb des Netzwerkes stammt und eine Bedrohung darstellen könnte.
Das Sicherheitssystem versteht das gesamte Netzwerk und ist dadurch in der Lage, viele Sicherheitslücken direkt einzukapseln und zu beseitigen. Dazu arbeitet es rund um die Uhr im Hintergrund und trackt etwaige Bedrohungen. Dank der SASE-Architektur enthalten die Mitarbeiter eine höhere Leistung der Security Services, die sie auch außerhalb des Unternehmensnetzwerkes schützen. Vereinfachte Bereitstellung und Schutzmaßnahmen. Hybrides Arbeiten ist oftmals ein großer Vorteil für die Mitarbeiter, mit Ausnahme der Administratoren des Netzwerkbetriebs. Der Benefit, der für viele Mitarbeiter Flexibilität und Ausgeglichenheit bedeutet, kann für die Administratoren eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Dies gilt besonders, wenn es um Routinen zur Fehlerbehebung und Beseitigung geht. Sie müssen auch Bestand haben, wenn die Mitarbeiter außerhalb ihres physischen Zugangs zum Netzwerk sind. SASE ist praktisch, da die Instandhaltung sofort und virtuell verfügbar ist. Mit der Durchsetzung von neuen und traditionellen Risikovektoren setzt SASE Risikobewertungen ein, um den Netzwerkbetrieb zu vereinfachen. Betriebsadministratoren können sich darauf konzentrieren, den Netzwerkbetrieb aufzuhalten und müssen sich nicht mit zahllosen Niederlassungen befassen. Fazit: Da hybride und dezentrale Arbeit zum Standard für jedes große Unternehmen wird, ist die Einführung von SASE entscheidend, um die Netzwerksicherheit zu vereinfachen und zu stärken. Verglichen mit dem intuitiven Edge-Schutz und der Cloud-Transformation von SASE stellen Unternehmen bald fest, dass die Verlagerung des Anwendungszugriffs und der Bedrohungsprüfung in eine cloudbasierte Architektur das Sicherheitsrisiko deutlich reduziert und das Unternehmen agiler macht. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Einblick über die Vorteile von SASE bekommen. Nun fragen Sie sich wahrscheinlich, welche SASE-Lösung Sie wie in Ihre bestehende Netzwerkumgebung oder sogar SD-WAN integrieren sollen. Für Ihre Fragen zu den vielfachen SASE-Lösungen und Anbietern stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Sparen Sie sich das Googlen. Kontaktieren Sie einfach mich. Sprechen wir. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie mich an oder senden Sie eine Mail. Wir helfen Ihnen gerne, sparen Ihnen eine Menge Zeit und möglicherweise bewahren wir Sie davor, eine Lösung zu wählen, mit der Sie später nicht wirklich zu 100% top zufrieden sind. Ich hoffe, unser Clip hat Ihnen geholfen. Wir bekommen einen Daumen hoch von Ihnen und Sie abonnieren unseren Kanal. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.